cool. Kannst ja die Füße auf den Sitz hoch machen und mach die wieder runter. Als wir 2005 unser erstes Album veröffentlicht haben, war quasi so die Geburtsstunde unserer Band. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Wir hatten dann die Idee, einen Classic-Release zu machen. Und das ist ja eigentlich eine uncoole Angelegenheit, ne? So in der Regel ist das dann immer so ein Abgesang. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen das irgendwie anders machen. Also wir nehmen die Songs nochmal komplett neu auf. Wir haben glücklicherweise alte Rechner aufgehoben und konnten Sessions aufmachen, die 20 Jahre alt sind. Und konnten zumindest teilweise Material aus alten Songs rausholen. Und da kam dann Hannes ins Spiel, weil wir ihn über 5 Ecken kennengelernt haben und er genug Selbstbewusstsein in den Raum gestellt hat und gesagt hat, kein Problem, mach ich. Und Hannes ist dann so zu einem Partner geworden dieser Platte. Also wir haben die dann quasi mit ihm zusammen gemacht und hatten Spaß im Studio. This track kills fascism. This track kills fascism. In diesem Studio sind wir jetzt ungefähr seit 2 Jahren. Der Raum ist ziemlich groß, akustisch getweakt. Das ist eigentlich wie so ein Spielzimmer. Hier steht rundherum sehr viel Altlast. Aber gutes Zeug. This track kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. Das ist jetzt hier das Live-Arrangement, bei dem wir jetzt mal zeigen, wie wir den Track Kill Bill Volume 4 rekonstruiert haben und geboostet. Zuallererst haben wir die Stem-Separierung vom Originaltrack benutzt, um die einzelnen Songs besser verstehen zu können. Die Interpretation ist ganz interessant. Es gibt die Drums. Und die Bassline. Und Restsound. Dann haben wir auch schon festgestellt, dass die Kickdrum ein ziemlich katastrophale Tuning hat. Und dann haben wir beschlossen, ein komplett neues Drumset zu nehmen. Durch die Stem-Separierung konnten wir dann auch reinzoomen, ohne in der Gesamtwellenform irgendwelche anderen Störfaktoren zu haben. Und hier sehen wir, wie lange zum Beispiel die Kick wirklich nachklingt und konnten so eine Kick machen, die der alten Kick nachempfunden ist. Und als wir diese Stem-Separierung hatten, haben wir zum Teil die einzelnen Sounds isoliert, geschnitten und uns mit Similar Sound Search ähnliche Sounds im Browser zeigen lassen, die sozusagen diesen Sound austauschen sollten. Hier haben wir zum Beispiel diese Snare, die der Original-Snare relativ ähnlich ist. Wie viele Layer haben wir da? Ein Layer, was diese kleine Kick ist, von der Urversion. Das Ganze haben wir dann aber gelayert mit dem Brückenstraßen-Kit von dem Mode Selector Extended Pack. Das sind alles Field Recordings von unserem alten Studio in der Brückenstraße. Das sind so Blech, Treppenhäuser, Tür und irgendwelche Geschirr und so weiter. Und daraus sind die Drum-Samples entstanden. Das läuft eigentlich durch den gesamten Song durch und layert nicht nur die Snare, sondern ergänzt auch noch andere Rhythmuselemente. Und das Ganze haben wir auch über den gesamten Song modelliert. Hier unten haben wir noch diese vielen kleinen Sounds, die den Track mit ausmachen, wie so ein Pitched Beat oder so einen Reverb-Sound.
in der Break wichtige Parts übernehmen, um sozusagen den Track zu unterstützen. Okay, jetzt können wir zur Kickdrum eigentlich kommen einmal. Wie ihr sehen könnt, ist sie relativ komplex aufgebaut. In den Spuren gibt es auch noch weitere Layer. Wir haben lange daran gearbeitet, sozusagen eine Kick zu machen, die doller knallt als die Kick vom Originaltrack. Und jetzt zeige ich euch mal die Spur in sich. Und jetzt zeige ich euch die einzelnen Layer. Hier haben wir zum Beispiel einen Mood Selector Sample intern. Das ist die Kick von Who Else, gesampelt. Hier einen ganz leichten schiebenden Bass von einem Sample Pack von Lurka. Und hier haben wir ein komplizierteres Teil, was jeweils nochmal aus einem Instrumentenrack zusammengefassten Sammelsurium aus Sounds besteht. Kannst du mal unten zeigen, das ganze Instrumentenrack, wie viel da noch kommt? Eine Kombination aus 4 Kicks. 1 für den Transienten. Sub. Ein weiterer Transient. Und diese ganze Spur haben wir dann genommen und einfach nur die Gruppe an der Ordnungsstelle gebounced. Und daraus ist diese Kick-Spur da drunter geworden. Und die haben wir dann noch genommen und noch ein wenig geprocessed. Zuallererst haben wir ein paar der Frequenzen ein wenig eingeschränkt und haben den Bass Mono geschaltet, indem wir die Saitenanteile bis zu 170 Hertz weggenommen haben. Dabei haben wir eben auch unten einen Roll-Off gemacht, sowie gewisse Spitzen ein wenig abgefangen. Dann haben wir das Signal noch ein wenig komprimiert und dem ganzen Ding mit der Blackbox noch ein wenig Kolorierung gegeben. Der Kompressor ist auch fast auf Dry, also quasi Parallel-Compression. Genau. Das sind alles parallele Schaltungen, die extrem seicht eingestellt sind und nur grobe Spitzen abfangen sollen. Die Idee war eben, dass die Kick selbst schon so einen internen rollenden Rhythmus hat, der so ein bisschen loose ist. Und die ganze Kick haben wir dann auch nochmal supported mit einer extra Kick, die ab und zu einen Doppelschlag erzeugt. Das wichtigste Element von Kill Bill ist natürlich der Acid. Und der ist auf mehreren Spuren basierend auch wieder. Das Hauptlayer haben wir erzeugt mit dem Udo Super 6, den wir durch den Sherman Mini-Styler Filter nochmal aufgenommen haben und dem so ein bisschen mehr Edge gegeben haben. Im Laufe des Tracks kommen immer wieder verschiedene Layer hinzu, alle mit diesem Synthesizer aufgenommen und verschieden gepitcht, verschieden den Filter bewegt, verschiedene Effekte draufgeladen. Und so haben wir auch zum Beispiel in gewissen Momenten so eine richtige Acid-Filterfahrt. Die Summe haben wir dann auch nochmal gerendert, gebounced und da unten gibt es nochmal eine delayte Spur, um nochmal so eine Tiefe zu erzeugen. Eine weitere wichtige Aufgabe war letztendlich das Sidechaining, weil der Acid, wenn man sich den im Spektrum anguckt, einfach alle Frequenzen hat, die es gibt, aber
aber wir brauchen immer wieder Platz, um die Elemente alle so knallen zu lassen, wie es einfach nur irgendwie möglich ist. Und dafür haben wir an mehreren Stellen angesetzt. Wir haben einmal den Hauptasset mit dem Sidechain von der Kick dacken lassen. Und haben diese ganze Methodik nochmal auf die Summe von allen Assets-Spuren übertragen. Und da haben wir nicht nur von der Kick uns den Sidechain geholt, sondern auch noch von der Snare. Hier haben wir es einmal ohne und einmal mit. Das ist jetzt nicht sofort hörbar, außer mit guten Kopfhörern. Die Sache beim Sidechain mit dieser Methodik ist eben, dass man genau das Ziel hat, dass man das nicht zu sehr hört, sondern dass genau in dem Moment, wo der eine Sound im Spektrum seine Spitze hat, der andere wiederum weggezogen wird. Aber so brutal wie der Track ist, ne? Ja, also das war ist aber aber das ist zurückhaltend. Es ist sehr zurückhaltend gearbeitet. Um eigentlich diese Brutalität zu erreichen, haben wir extrem genau bei dem Song gearbeitet.